Herzlich willkommen in einer erlesenen Runde. Wir sind mitten in Sachsen und vor der Kamera haben sich gefunden Joachim Müller und sein Gast. Herzlich willkommen, William Toel. We are here in Saxony and we are in a very illustrious company, and we would like to welcome you to this round, to this discussion. Dann haben wir zwei ältere Herren hier, die viel Lebenserfahrung mitbringen und die einiges an Wissen vorzuweisen haben, was in diesen Zeiten eine enorme Bedeutung hat. So we've got two gentlemen here with a lot of life experience and a lot to say, which is of a great importance. Und so werden wir schauen, dass wir in diesem heutigen Film, der entsteht, versuchen, beide so miteinander zu verknüpfen, sodass die Deutschen, die ja vor allen Dingen zuschauen, um die es ja in diesem Video gehen wird, daraus für sich das meiste mitnehmen können, wenn es um die Zukunft Deutschlands geht. And so we're going to connect these two gentlemen today to find out the benefits for the future of Germany and combine their knowledge. Ich denke, das erste Wort geben wir mal Joachim Müller als Gastgeber. Unfair. Doch, im Sinne von einem herzlichen Willkommen Okay. an unseren Gast hier in Sachsen. Ich bin glücklich, dass es einen Amerikaner gibt, der endlich mal in Deutschland eine Art Gegengewicht zu dem Schuldkult ins Spiel bringt. I'm very happy that at long last there's an American who has come to Germany and is a counterpart to this feature of guilt, this guilt cult which is existing in Germany. Wir selber dürfen das nicht. We're not allowed to do that. We're not allowed to take that position as you do. Es ist für uns von enormer Bedeutung, dass die Geschichte der Steuerung der Deutschen 45 über Bletchley besprochen wird. Können wir machen. It's of vast importance to us that this control system, which was executed out of Bletchley Park, that this comes onto the table and is discussed. It's of vast importance. Also ich freue mich, dass es so einen Menschen gibt. I am highly delighted that you are there, that there's somebody who is like you. Sie stehen in einer Reihe mit General Patton. You are in one row with General Patton. I'm very glad to be here. Very glad to be here with you. Ich bin sehr erfreut darüber, hier heute mit euch zu sein. In den letzten Videos, die wir uns natürlich angeschaut haben, weil wir natürlich eben auch wissen wollen, was von außen für Impulse kommen, die wir Deutsche brauchen, die uns wachsen lassen können in diesen nicht einfachen Zeiten für uns, haben wir festgestellt, dass wir aufgefordert sind, Fragen zu stellen. Jede Menge Fragen. In the last videos that we, of course, watched, we noted that we Germans are requested by you to ask questions. Yes, that is a wonderful German trait that seems to have gone away Ja, in the das last ist, 7 decades. ja, das ist ein wundervoller deutscher Merkmal, das Fragen zu stellen. Aber dieses Merkmal scheint in den letzten 7 Jahrzehnten verblasst zu sein. Deswegen sind wir aber hier, Fragen zu stellen, Antworten auszutauschen und uns darüber zu verständigen, wie kommen die Deutschen in die Freiheit. That's the reason why we're here, to ask questions and to find out how can Germans get their freedom. Frage 1 wäre erst einmal in der Form, es gab ja schon ein Gespräch vor, wie lange ist das jetzt her? Etwa ein Dreivierteljahr. Und in dem gab es ja einen Erstkontakt und ein Erstgespräch. Was hat sich seitdem ereignet? Okay, so about 3/4 of a year ago, you had your first contact, the two of you, and what has happened since then in the meantime? Well, we've had 2 events this summer that were meant to shine a light on those injustices that were done to the German people. Also wir hatten im Laufe des Sommers 2 Veranstaltungen, die das Ziel hatten, die Ungerechtigkeiten, die den Deutschen angetan wurden, zu beleuchten. What was done to the German people was
an uncivilized action. Das, was dem deutschen Volk angetan wurde, war ein Ereignis, was absolut unzivilisiert war. These things have to be reversed for Germany to be free. Und damit Deutschland wieder in die Freiheit gelangt, ist es eminent wichtig, dass diese Geschehnisse rückgängig gemacht werden. On June 21st, we had Lagerfeuers all over the country. Am 21. Juni fanden überall bundesweit Lagerfeuer statt. And two things happened on that night. Und in dieser Nacht ereigneten sich zwei Dinge. One, the German people were reunited with their forefathers. Eins davon war, dass die Deutschen mit ihren Urahnen wieder vereinigt wurden in dieser Nacht. The forefathers of the German people are an important part of strength. They're an important part of a foundation that Germany needs to move forward. Die Urahnen der Deutschen bilden ein starkes Fundament, welches so wichtig ist, damit die Deutschen einen Schritt nach vorne gehen können, damit sie sich nach vorne bewegen können. And those who hated Germany, the arrogant and clever ones at Bletchley Park, Und diejenigen, die Deutschen hassten, die überheblichen und schrecklichen Menschen damals von Bletchley Park, they knew that they had to sever that root. They had to sever that connection to weaken the German people. die wussten ganz genau, was sie taten, als sie diese Verbindung zu den Ahnen durchtrennt haben. Die wussten ganz genau Bescheid, was sie taten. So on the night of the 21st of June, that connection was reoriented. It was made whole again. Und so kam es so, dass an dem Abend des 21.06. diese Trennung wieder vereint wurde. Also daraus wurde wieder ein Ganzes. And the second event that happened was the perfect storm entered Germany at exactly midnight. Und das Zweite, was sich ereignete an dem Tag, an dem Abend, war, dass der perfekte Sturm genau um Mitternacht eintraf. For those who were there at Lagerfeuers, it was a extremely dramatic event. Für diejenigen, die an den Lagerfeuern waren, war das ein höchst dramatisches Ereignis. But the purpose of it was to make sure that Germans had an additional strength that they need in order to become free. Aber der Sinn und Zweck dahinter war, das deutsche Volk mit einer zusätzlichen Stärke zu versehen, damit sie endlich frei werden können. 75 years of being occupied has left Germans weak. Durch die 75-jährige Besatzung ist das deutsche Volk in sich schwach. Physically weak, emotionally weak, and spiritually weak. Körperlich schwach, emotional schwach und geistig auch schwach. So Spirituell schwach. At the beginning, Germans need help. They need an additional strength, a supernatural strength. Und so ist es, dass für diesen Anfang die Deutschen eine weitere Kraft benötigen, eine übernatürliche Kraft. And that's exactly what the perfect storm is here to do. Und das ist genau der Sinn und Zweck des perfekten Sturms. Deswegen ist er jetzt hier. And it will stay in Germany long enough to complete its work. Und dieser perfekte Sturm wird genauso lange in Deutschland bleiben, bis er seine Arbeit erledigt hat. Then we also had the Walk am Rhein event. Dann hatten wir auch noch die Veranstaltung Walk am Rhein. And this was an event that allows Germans to mourn for their own losses. Und diese Veranstaltung gab dem deutschen Volk die Möglichkeit, ihre Verluste zu betrauern. Germans were commanded to mourn for the losses of people they did not know. Den Deutschen wurde zuvor befohlen, die Verluste von Menschen zu betrauern, die sie nicht einmal kannten.
but it was a cruel thing to make it so it was forbidden for them to mourn for people who they did know, who they cared deeply about. Und das perfide daran, dass man es den Deutschen verboten hat, diejenigen, die sie kannten, zu betrauern. Over 90% of Germans had never heard the word Rheinwiesenlager. Über 90% der Deutschen hatten nicht einmal zuvor das Wort Rheinwiesenlager oder darüber gehört. And yet this was a great tragedy that affected every German family. Und dennoch war das eine riesengroße Tragödie, die jede deutsche Familie betraf. We brought that to the light, and we encouraged Germans to mourn. Wir haben diese Sache transparent gemacht, beleuchtet und haben die Deutschen dazu ermutigt, zu trauern. And since Hayo and I were together the first time, we have completed, now we have completed 205 meetings in all 16 Länder. Und seit dem letzten Treffen zwischen Hayo und mir, habe ich 205 Vorträge gehalten in 16 Bundesstaaten. That's where we stand today. Und das ist der heutige Stand der Dinge. So fleißig bin ich nicht. Ja. Ich habe ja immer gesagt, ich bin ein fauler Mensch. I'm not that hardworking as you are. I've always said I'm a lazy person. I don't think so. Das glaube ich nicht. Aber es ist natürlich noch Spaß. Ja. Okay, this is just fun. Ich beschäftige mich mit den Leuten, die noch deutsch sein wollen. I deal with the people who still want to be German. Es gibt tatsächlich noch eine Elite. And there is, as a matter of fact, still an elite. Auch in West. Also in the western part. Denn das, was du gerade geschildert hast, betrifft hauptsächlich die Mehrheit aller Deutschen. Also 65 Millionen. Because what you just talked about, this applies to the majority of the Germans. I'm talking about around 65 million. Ich hatte das Glück, dass ich meine Ahnen nicht wegschieben musste. I was fortunate enough that I didn't have to shove my forefathers away. Die DDR verlangte von mir, dass ich meine Ahnen verehre. In the eastern part of Germany, the logic was to honor the forefathers, the GDR, German Democratic Republic. Ja, als Kind muss man ja wissen, warum soll ich den verehren, ja? You know, as a child, you have to have a reason for honoring somebody. What for? Und ich habe mich mit seinen Gedanken, seinem Werdegang befestigt. Das ist mein Großvater, ja. And so I dealt with the thoughts and the life course of my grandfather. Und für mich war er, wenn ich heute daran denke, ein böser Mensch. And if I think about it today, I think he was a bad person. Nicht hier, sondern hier. Not in his heart, but in his mind. Ein überzeugter Kommunist und Stalinist. He was highly convinced communist and Stalinist. Und ich muss jetzt nicht persönlich auf ihn eingehen. Er war nicht gut. Now, I don't want to dive into the details about his person, but I would like to express he was not a good person. Ich fühle mich verantwortlich, den Schaden, den diese Revolutionäre und Kommunisten angerichtet haben, wieder gut zu machen. I feel obliged to make things come true, to make a remedy for all of the things that these communist peoples, these revolutionary peoples did. I feel obliged to make things, pull things straight again. Sie haben dieses Reich 33 bis 45 mitgeschaffen. They also created this Reich in the years 33 to 45. Und heute bringen wir das in Ordnung. Und ich hoffe gemeinsam. Wir sind wichtig. Die alten Leute. You know, and the two of us, the old people, we are so important in making things straight again and correcting things, making things good again.
Das ist auch Bletchley Park. Das ist nur ein Synonym, das Bletchley Park. Die Jugend hört nicht mehr auf die Alten. You know, and Bletchley Park, one of the synonyms or results of Bletchley Park is that the young people don't listen to the older people today. Die Ordnung ist komplett gestört. The order is completely confused and destroyed. Du bist der Chef. So you're the boss. Nee, zu jung. He's too young. He's too young. Es geht in diesem Gespräch ja darum, nach vorne zu schauen und auch zu überlegen, was betrifft die Deutschen in ihrem Wirken. Das ist ja ein Teil dessen, was ihre Arbeit ausmacht. So the thing is to have a look forward and what's the way, should the Germans act? How should they deal with things? Und die große Frage, die ja besteht, insbesondere in den Vorträgen, ist ja die Schwäche der Deutschen in vielerlei Hinsicht und die Frage, in welcher Situation stehen wir in Bezug darauf, das wirklich nachhaltig verändern zu können. And you've talked about the weaknesses of Germans in most of your meetings. And how can we deal with that? How can we revert that? Und so stehen wir an dem Punkt zu erkennen, das sind ja die Menschen in den Vorträgen, dass dort erste Schritte getan werden, viele Menschen auch weiter sind. Ein vordringliches Problem jedoch ist, dass die Masse der Deutschen informationell nicht erreichbar ist. Okay, and we can tell that some people are already dealing with the subject of, for example, the weaknesses. But how can we get the majority of the population going? Well, I don't speak of the weaknesses of Germans in a negative light. I speak of it because I love them. Also ich beleuchte die Schwächen der Deutschen nicht negativ. Ich spreche diese Schwächen an, weil ich die Deutschen liebe. They have been made weak by a system that purposely keeps them down and small. Sie wurden lediglich geschwächt durch ein System, was absichtlich die Deutschen klein und unten hält. And I don't think that most Germans see a way out of this system, so there is an acceptance that borders on an addiction to a system that takes care of all of their needs. Und ich meine, die Deutschen sehen keinen Ausweg aus dieser Falle und da entwickelt sich auch eine gewisse Abhängigkeit, eine Sucht zu dem jetzigen Zustand, so wie es ist. So I start every meeting, and I would start every meeting in the future with these words. And that is, I want you to relax and I want you to love yourself as Germans. Und ich starte meine Vorträge am liebsten mit diesen Worten, und zwar aus genau diesem Grund. Ich möchte, dass ihr euch in eurer Haut als Deutsche wohlfühlt. Ich möchte, dass ihr euch entspannt. And I ask them to love them, not only themselves as Germans, but I ask them to love other Germans. Und ich bitte sie nicht nur da um die Selbstliebe, sondern dass sie auch die anderen Deutschen gleichfalls lieben. There's too much negativity built in. When Bletchley Park did that on purpose, to leave Germans like broken shards all over the ground, where they would turn on each other. Da ist so viel Boshaftigkeit in diesen Plänen von Bletchley Park eingebaut worden. Und das geht sogar so weit, dass die Deutschen sich wie zersplittern und dann auch noch gegeneinander richten. So there has to be a mechanism to bring them into unity and to bring them into wholeness again. Also muss es einen Mechanismus, einen Weg geben, um sie erstmal in die Einheit zu bringen und in die Ganzheit. And that can never be in the political realm or in the economic realm. That has to be in the realm of the heart. Und das wird sich niemals in den politischen Bereich oder den wirtschaftlichen Bereich abspielen. Das kann sich lediglich auf der Herzensebene verwirklichen. That's why I emphasize love as the primary thing.
because love makes things beautiful and love heals. Deswegen betone ich so stark die Betonung auf Liebe, denn Liebe heilt und Liebe gibt Dingen eine Schönheit. Now, of course, love is not enough. It's an atmosphere that needs to be created. Und die Liebe allein reicht nicht aus. Es geht auch darum, eine Umgebung zu schaffen, die das alles beinhaltet. Germans now need to see something. They need to see a demonstration of power and a demonstration that they can be free, that there is hope at the end of the tunnel. Die Deutschen brauchen jetzt was Sichtbares, was Handgreifliches. Die wollen jetzt sehen, dass es die Hoffnung gibt. Die wollen eine Macht sehen, die auf diese Hoffnung leuchtet. And so the perfect storm will bring events. It already has brought an event, a localized event, the flood. Und somit wird der perfekte Sturm einige Ereignisse hervorbringen. Und ein Ereignis wurde bereits offenkundigt, und zwar die Überflutung. But the events in the future will be broader, more nationwide, and more dramatic. Doch die künftigen Ereignisse, die werden sich eher bundesweit ausstrecken, die werden dramatischer sein, größer. And so when Germans begin to wake up, they need to see that something is happening that is unnatural. Something that is not man-made is taking place. Und wenn die Deutschen erwachen, ist es ganz wichtig, dass sie feststellen, dass sie im Prinzip einen Beleg dafür bekommen, dass irgendetwas vonstatten geht, was nicht natürlich ist, was von Menschen geschaffen wurde, absichtlich. They can turn on their television or their radio any day and read about riots or trouble or a murder in a gas station. They can see human events all the time, but it doesn't affect them or change them. Also die Deutschen sind es so gewohnt, sobald sie die Medien einschalten, hören sie von irgendwelchen Verbrechen oder Überfällen. Die sind es sogar gewohnt, aber das wird sie nicht verändern, diese Art der Botschaften. So, the perfect storm, every one of its events will illustrate that shine a light that German leadership is not up to the course. They are not in touch with German people, and they are not able to provide solutions for these type of events. Und diese Veranstaltung, diese Ereignisse, die kommen werden aus dem perfekten Sturm, werden beleuchten, dass die Regierung Deutschlands nicht ihrer Aufgabe nachkommt, im weitesten Sinne. And the second thing each event of the storm will do is to force Germans to come more and more into unity, like they were forced to do at the flood. Und alle diese Ereignisse werden auch die Deutschen dazu bringen, dass sie mehr und mehr sich vereinen, in eine Einheit gelangen, genauso wie es da war bei der Überflutung, als sie zusammenhielten. Germans who came from all over the country to help with the flood victims, they wanted nothing. They didn't want money. They didn't want recognition. They just wanted to work shoulder to shoulder with other Germans. Die ganzen Helfer, die bei der Flut dabei waren, bei der Überflutung, die waren völlig selbstlos. Sie sind angereist, sie wollten Schulter an Schulter mit ihren Mitmenschen, anderen Menschen helfen. And as the events become larger, more nationwide, more dramatic, Germans will once again be forced to respond to circumstances, helping each other. Und wenn diese Ereignisse jetzt größer werden, sich bundesweit erstrecken und noch heftiger werden, dann werden die Deutschen wieder zusammenstehen in einer Einheit und das wird sie verstärken. And these things take time. Germans need space and they need time. They need to absorb. They need to understand what's happening. Diese Dinge, die brauchen Raum und Zeit. Der Deutsche braucht Zeit, um zu reflektieren, um zu verstehen. Und dann wird sich das alles entwickeln. People say to me, William, we must hurry the storm. Die Menschen sprechen mich oft an und sagen, William, das mit dem Sturm, das muss jetzt aber ein bisschen schneller gehen. Nothing can happen before its time. Aber nichts kann vor seiner Zeit geschehen. Alles hat seine Zeit. So we have to move step by step. Also müssen wir schrittweise vorangehen. And we can't leave any German behind.
Und wir werden nicht einen einzigen Deutschen hinter uns lassen. Germans will need each other in the future. Die Deutschen werden sich in Zukunft gegenseitig brauchen. Du bist Systemanalyst. Ja. Wie oder wie nicht es hier im Inland funktioniert, das ist schon lange klar. Darüber haben wir viel berichtet. Wie ist dein Blick auf den Zustand? You're a system analyzer. You know what's going on in this country, what works and what doesn't work. What's your opinion? Ich kann mit dem Begriff Liebe nicht viel anfangen. I really don't know how to deal with the term love. Liebe ist für mich begrenzt. Because love is according to my opinion, is limited. Ich kann sagen, dass ich viele Leute gern habe. I can say that I like a lot of people. Aber das ist nicht unsere deutsche Denkweise. But that's not the German way of thinking. Wir Deutschen dachten vor Bletchley Park You know, the way we used to think before Bletchley Park, an Ehre, thought about dignity, honor, Treue, loyalty, Verantwortung responsibility, und an Gott. and God. Gott sind wir alle. And we all are God. Und das ist eigentlich unsere Maxime. And that is the peak of experience for us. Wir haben das Glück, dass wir zwar viele Völker sind, We are a lot of people. We are fortunate to be a lot of people, aber wir sind alle Deutsche. but we are all German. Zusätzlich zu dem Volksbegriff. This is an additional term to the term of the people. Es hat ja auch Civilians. Steuerungen gegeben, Wiener Kongress, And there was also the control, for example, at the Vienna Congress, wo gewachsene Staaten einfach geändert wurden. where states which had already grown, they were changed all of a sudden. Dahinter stand natürlich London City. Ja. Okay, and of course, as you know, London City is behind all of this. Sie hofften damit, die gleiche Situation zu schaffen wie in Irak, Libyen. They tried to make the same situation, create the same situation as, for example, in Iraq or in Libya. Aber die Hälfte aller Sachsen, die auf einmal Preußen waren, die ging das gar nichts an. But the half of the Saxons, who were all of a sudden Prussians, belonged to Prussia, they didn't care about all of that. Wir hatten das Glück, sie konnten Sachsen bleiben. We were fortunate enough they could remain Saxons, Und der König von Preußen sagt, ist mir wurscht. and the king of Prussia says, I don't care. Es ist mir egal, ob du Hugenotte bist, ob du Jude bist, ob du Christ, evangelisch, Christ, I don't sonst care. was bist. Du kannst denken, was du willst. You can think whatever you like. If you're a Huguenot, if you're evangelistic, if you're Christian, I don't care. Das ist Deutsch. That's German. Diese Frage stellt sich ja für viele. Wir haben auch viel Zuschriften bekommen zu dem Wirken, zu den Vorträgen von William Toel. Es steht immer die Frage im Raum, kann ein Amerikaner, der in seiner Lebensart offensichtlich amerikanisch geprägt ist, wirklich den Deutschen in seinem Wesen so verstehen wie der Deutsche sich selbst? Now we got a lot of mails and a lot of posts, and the question that we're asking is, can an American really understand a German in the way they are, in their attitude, their nature? Well, that's a wonderful question. Das ist eine wundervolle Frage. The answer would be that an American probably can't and does not understand anything about the German soul or the German nature. Also ein Amerikaner versteht prinzipiell gar nichts über die deutsche Seele und das deutsche Wesen. And I do agree with you, Hayo, that German honor, dignity, and responsibility must come back fully. That's important. Hayo, ich stimme dir 100%ig zu. Ehre, Würde, Verantwortung, Übernahme, das muss unbedingt zurückkommen. Das ist ganz wichtig. That is a part of your foundation that has to be returned.
Das ist ein Bestandteil eures Seins, eures Wesens. Das muss wieder zurück ins Deutschsein. But if I may take one moment, there is a little difference between me and the flag I wear. Aber ich möchte doch darauf hinweisen, es gibt doch einen gravierenden Unterschied zwischen mir und diese Fahne, die ich hier oben trage. Nochmal. Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen mir und dieser Fahne, die ich hier oben trage. Gut. I was born for no other reason than to be here with you today. Der einzige Grund für meine Geburt ist die Tatsache, dass ich heute hier bei euch bin. I've had to be very, very patient all my life waiting. Ich musste mein ganzes Leben lang die Füße stillhalten, mich in Geduld üben, wartend. I could only come out of hiding 9 or 10 months ago with the first video in Cologne, Germany. Ich konnte erst aus meinem Versteck herauskommen vor 9 bis 10 Monaten, als ich in Köln war und mit einem Video startete. My mission in life is simple. It is to set Germans free. Meine Lebensaufgabe ist im Prinzip ganz einfach. Die liegt darin, die Deutschen in die Richtung Freiheit zu bringen, sie freizusetzen. And all my life has been nothing but a preparation for this time that we're in right now. Und mein ganzes Leben lang war eine Vorbereitung auf diese Zeit, in der ich jetzt bin, in der wir jetzt sind. The deutsche Seele is the key to what we're entering into. Die deutsche Seele spielt eine Schlüsselfunktion in die Zeit, in die wir jetzt reingehen. It has been hidden and kept small for way too long. Die deutsche Seele wurde versteckt und klein gehalten für eine viel zu lange Zeit. The deutsche Seele exists in each and every German. Die deutsche Seele ist in jedem einzelnen Deutschen. It is deep behind the German heart. Und es verbirgt sich tief hinter dem deutschen Herzen. But it also extends into Ewigkeit, into other places. Aber es wurzelt auch dennoch in die Ewigkeit, in andere Orte. Into a zeitlos place. In einem Ort, den man vielleicht auch als zeitlos bezeichnen kann. And at the very depth of the deutsche Seele, the very Quelle at the core. Und zwar in der Tiefe der deutschen Seele, direkt an der Quelle, im Kern. Where the creation myths of the world still exist. Wo die Schöpfungsschleier der Welt sich noch befindet, diese ursprüngliche Schöpferkraft. This is where I am from. Daher komme ich, das ist mein Ursprung. And at that level, you and I, Hayo, are absolutely one in spirit. Und auf dieser Ebene, Hayo, sind wir beide im Geiste eins und vereint. We cannot be separated at that level. Auf dieser Ebene kann man uns nicht trennen. So, I am not here to pretend to be a German. Also ich bin keinesfalls hier, um euch vorzumachen, dass ich ein Deutscher bin. I'm not that fortunate. I'm not that lucky. Ich bin leider nicht so gesegnet, ein Deutscher zu sein. Ich habe leider nicht das Glück. But I am well prepared to help you. Aber ich bin sehr gut darauf vorbereitet, euch zu begleiten, euch zu unterstützen, euch zu helfen. In some way, we are one and the same. Und auf diese Art und Weise könnte man sagen, dass wir ein und dasselbe sind. Otherwise, I couldn't help you or Germany at all. Ansonsten könnte ich euch oder Deutschland keineswegs unterstützen. Ich kann nur zwei Dinge dazu sagen. I can only say 2 things about that. Das erste ist, das Deutsche ist in uns drin. First thing is, Germanism is intricately in us. Schalte den Fernseher 3 Monate aus. Just switch off the television for about 3 months. Dann sind wir sofort in der Kultur von vor 100 Jahren.
And then we will slip into the culture which existed 100 years ago instantly. Und das Zweite, die Begründung von Gegenschuld kann ein Deutscher nicht durchführen. And the second thing is the reasoning, justification for this counter guilt cannot be done by a German. Wenn ich von Rheinwiesenlager als Deutscher rede, For example, if I would speak about the Rheinwiesen, ach du Idiot, das steht Lager doch ganz as a anders, German. ist doch alles hier geschrieben. they would say, listen, you idiot, this is written completely different. That's completely wrong. Und die Filme dazu. And if I would even show the films which about the Rheinwiesenlager. Obwohl Rheinwiesenlager zu erklären ist. But even though it's very simple to explain the Rheinwiesenlager. Eine Gruppe der Elite hat unsere Soldaten als Partisanen bezeichnet. A group of the elites had described our soldiers as partisans. Und das war natürlich ein Zeichen, sie können mit den Leuten machen, was sie wollen. And that was a sign for them to think they can do with the people what they wanted to do. Es gab keinen Widerstand außer Betten. There was no rejection apart from Batten. Und eigenartigerweise war der 3 Monate später tot. And what a coincidence that he died 3 months later. Die gleiche Gegenschuld, falls man von alter Schuld reden darf oder And- reden muss, If we have to talk about guilt, there's also this counter guilt. ist für mich der Genozid, der an den Deutschen verübt wurde. It's the genocide they made with the Germans. Der ist ein Kriegsverbrechen. That is a definitely crime war. Und hier haben sich die Amerikaner gut rausgehalten. And the Americans, they didn't really, they pulled themselves away from that part. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. And that's something that I can't put the blame on them for not doing so. Für die 9 Millionen toten Frauen, Kinder und Rentner oder Greise So there were about 9 million dead women, children, and old people. sind allein verantwortlich Stalin, Tito und London City. So for the death of these people, the only people responsible were Stalin, Tito, and London City. Alles oben drüber natürlich der Vatikan, And on top of all of that, of course, the Vatican, der Oberhaupt oder das Gemeindezentrum dieser kriminellen Weltorganisation ist. which is the head of this criminal world organization. Vom Vatikan wurde der Genozid erst 52 beendet. 51. The Vatican stopped this genocide in 53. Und das hat aber Gott sei Dank auch Putin vor 14 Tagen oder so das erste Mal in die Öffentlichkeit gebracht. Fortunately enough, Putin mentioned this 14 days ago publicly. Ich glaube, dass wir also die ganze alte Schuldfrage weglassen können. So I think that we can put away this question regarding the matter of guilt. I think we can put away completely. Wichtig ist deine Aufgabe als Amerikaner. But your mission, your task as an American is of eminent importance. Aber wir dürfen nicht in eine Revanche-Situation kommen. Die Welt ist heute anders. But we don't want to get into the state of revenge again. We want to leave that away because the world is changed today. It's different. Und wir sollten vielleicht irgendwann mal über das reden, wo wir hinwollen. And maybe we should start talking about the topics that we wanted to aim at. Ich glaube, dass wir Deutschen in der Lage sind, den Weltfrieden stabil zu halten. I believe that we Germans are capable of stabilizing world peace. Wenn nicht wieder so ein Ausländer kommt. If not if another foreigner with a beard comes along, a mustache. Das ist aber steuerungsseitig auch alles vorbereitet gewesen. Wir müssen uns da nicht damit beschäftigen. You know, we don't have to deal with these affairs anymore because that was controlled long beforehand. Wir müssen in ein souveränes Deutschland kommen.
We have to enter into a sovereign, free Germany. Und dann kommt die Liebe ins Spiel. And then we can start talking about love again. Well, that's fine. I have a great respect for your historical knowledge, which I'm sure is far greater than mine. Ich habe tiefsten Respekt vor deinem historischen Wissen und jenes ist mit Sicherheit viel tiefer als mein Wissen. And it is a free and sovereign Germany that is now on the way. Und wir befinden uns jetzt auf dem Weg in ein freies und souveränes Deutschland. Das ist jetzt auf dem Weg. But very few people in the world want a free and sovereign Germany. Nur ist es so, dass sich nur wenige Menschen in der Welt dafür interessieren, dass Deutschland souverän und frei wird. Wall Street and the City of London don't want a free and sovereign Germany. Wall Street und die City of London interessieren sich schon mal gar nicht dafür. It threatens the whole world order. Denn das würde die komplette neue Weltordnung bedrohen. So Germans have a reputation for courage and strength and for wisdom. Die Deutschen haben einen Ruf, dass sie mutig sind, dass sie stark sind und dass sie wissen, dass sie klug sind. And they have a long, long history of achievement and accomplishment. Und wenn man ihre Geschichte zurückblickt, gibt es eine Reihe von Erfolgen, die sie erreicht haben. But this time I believe love has to be at the very center of Germanness. Doch dieses Mal glaube ich, dass die Liebe in der Mitte des Deutschseins einen Platz haben muss. I believe that that's a new level of security for Germany. Ich glaube sogar, dass das eine Sicherheitsebene bietet für die Deutschen, eine neue Sicherheitsebene. All of the other German traits, when they are fully being used, create a great deal of jealousy. Wenn die Deutschen ihre Merkmale, ihre Tugenden, wenn sie die ausleben, erzeugt das sehr viel Neid und Missgunst bei anderen. And I don't desire that Germany have enemies that can do harm to them. Ich wünsche mir, dass es keine Feinde gibt, die den Deutschen wieder Schaden zufügen können. I want German children to be able to grow up in peace and joy and security. Ich möchte, dass die deutschen Kinder aufwachen in Frieden, in Glückseligkeit und in Sicherheit. If we can move love a little closer to the center, then I think that will lessen some of the jealousy and some of the anger that people feel towards a strong Germany. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir die Liebe mehr in den Mittelpunkt rücken könnten, dann könnte dann auch dieser ganze Hass und diese ganze Neid, den die anderen euch gegenüber haben, vielleicht sogar verblassen. Ja, wir müssen aber erstmal wieder uns selbst lieben. Yes, but first of all, we have to start off with loving ourselves. Das finde ich heute nur noch unter Leuten, die über 50 Jahre sind. You know, this is a trait that I can only see in people who are over the age of 50. Oder jetzt unter den sich unter patriotischen Gedanken befindlichen Jugendlichen. Or the young people who have a common sense of patriotism. Aber die bestimmende Masse und die theoretische Intelligenz, die sind anti-deutsch. But the majority and the intellectual people, they are anti-German. Sie werden in Betrieb gehalten von einer Regierung, die ausschließlich dazu da ist, dieses deutsche Land zu plündern. They are operated by a government who is really out to get the worst out of Germany. Und sie lieben, dass sie ausgeplündert werden. And they are robbed, and the Germans even appreciate that they are being robbed by the government. Wir haben das Glück, dass jetzt neben unglücklichen Ereignissen Arbeiter auch
tatsächlich die Not beginnt zu wachsen. And now besides what happened in Aalweiler, we're slowly getting into an emergency situation. Der Gott führt uns Politikergarde vor, die man einfach nur als Gesindel bezeichnen kann. God is now presenting a whole bunch of politicians to us, which aren't really good people. Ohne Ehre, They have no values. They've got no niemandem honor. treu, They are illoyal. völlig verantwortungslos. They have no sense of responsibility whatsoever. Und Gott gibt's überhaupt nicht mehr. And according to them, God does not exist anymore. Das ist im Unglück ein Glück. And this is a strike of luck in this unlucky situation. Weil dadurch die Deutschen begreifen müssen, ob sie wollen oder nicht. Because this is a good situation, because whether they want it or not, the Germans must learn to understand Sie müssen Verantwortung übernehmen für ihr Land. that they have to take over the responsibility for their country. Und das gibt es von theoretisch ganz unten bis ganz oben. And you can see this. You can see this if you look right at the bottom to way up top. Und gerade solche Dinge wie deine Mission sind wichtig. And exactly the thing that you're doing, your mission, is so very important. Weil die mittleren Ebenen, die alle in dem System drin hängen, nichts wissen über Vergangenheit. Because the medium level, who's really stuck deep into the system, they have no idea about the past. Sie müssen mitbekommen, was du sagst. Ja, They have to learn, they have to realize what you are specifically talking about. Mit mir muss man nicht über Bletchley-Park reden oder über die Gründe oder Finanzierung von Kriegen. Ich weiß, wer dahinter steckt. You know, you don't have to talk to me about Bletchley Park or the financing of wars. I know what's behind all of this. Aber niemand weiß, außer uns, ein paar Leuten, ja, 100 Leute in Deutschland. You know, it's only a few people, maybe 100 people in Germany who know about this. Denkt so weit. And only these number of people think that far. Ich habe genug gesagt. I've said enough. Ein großes Problem, was wir in Deutschland haben, eigentlich weltweit, aber in dem Fall betrifft es uns mit unserer deutschen Seele, ist das Problem der Angst. A big problem that we are facing, it's a global problem, but a big problem that we are facing in Germany is the issue of fear. Die ganze Gesellschaft wird gesteuert durch Angst und massiven Druck. The whole society is controlled by fear and by massive, enormous pressure. Und selbst die Menschen, die zum Beispiel für die Verwaltung arbeiten, sind in sich gespalten, weil sie möglicherweise auf der einen Seite schon verstanden haben, wie viel hier falsch läuft. And so the people in the administration, they are also divided, because on the one hand, they realize what is going wrong here. Und auf der anderen Seite aber die Angst haben müssen, dass, wenn sie dazu etwas sagen, sie ihre Arbeit oder vielleicht sogar ihre Kinder verlieren. And on the other hand, if they would mention the things that they recognize what's going on, then they fear losing their job or even their children, so they can't speak about it. That is an accurate description of Germany today. Das ist eine ganz genaue Beschreibung von Deutschland heute. Germans are controlled by fear. Die Deutschen werden durch Angst regiert, beherrscht. And the feeling of shame and guilt allows that fear to come deeply into them. Und gepaart mit den Gefühlen von Scham und Schuld sinkt diese Angst sogar noch tiefer in die Menschen hinein. Germans don't have a real strong center of themselves. They have very little self-confidence, and when they make even a simple decision, the doubt sets in almost immediately. Die Deutschen haben keine starke Mitte, die haben wenig Selbstbewusstsein, und wenn sie eine Entscheidung treffen, dann kommt sofort stellt sich innerlich die Frage des Zweifels. And this is natural to a blanket of fear
that has been put over Germany. Und das ist fast natürlich sozusagen. Über Deutschland wurde eine Decke der Angst gelegt. And this has to go away. It has to stop. Das muss aufhören. Das muss weggehen. It's a shortcut to leadership, but not leadership at all. Es ist vielleicht ein kurzer Weg da bis dahin in die Führung, aber das stellt doch gar keine richtige Führung dar. And I agree with Hayo that the political system is not producing leaders for Germany. It's not there. Und ich stimme mit Hayo absolut überein. Das politische System in Deutschland bringt keine Führungskräfte hervor. Sie sind einfach nicht da. Geeignete Führungskräfte. Also wir sehen hervorragende Führungskräfte für die neue Weltordnung. We see excellent leaders for the new world order. Und umso jünger sie sind, umso besser scheinen sie zu sein im Sinne der Lenkbarkeit. And the younger they are, the easier they are to control. Oh, To be controlled. I couldn't agree with you more. Ich könnte nicht mehr übereinstimmen. So, German families are vulnerable and basically alone. Also es ist so, die deutschen Familien sind verletzbar und im Grunde genommen auf sich alleine gestellt. They really have no champions, no heroes to go out for their interests. Es gibt hier einfach keine Helden, die für sie einstehen, für die Interessen der Familien gerade stehen. So, and that makes me very sad. Und das stimmt mich sehr traurig. This is Deutschland, and German families must come first and foremost. Das hier ist Deutschland und die deutschen Familien müssen an vorderster Stelle stehen. An allererster Stelle. And that's not true today. Und das entspricht dem heute nicht. Das ist nicht der Fall heutzutage. I would say that the first 5 priorities for your national leaders are outside of Germany. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die ersten 5 Prioritäten, die sich eure Führungskräfte stellen, sich alle außerhalb Deutschlands abspielen. Then only later do German families and German children come into the picture. Und erst viel, viel später denken die überhaupt an deutsche Familien oder deutsche Kinder. And that's usually to do something political, but not something that is tangible or real. Und es geht darum, wenn es darum geht, dann ist es eher etwas Politisches, aber nichts, was wirklich greifbar ist oder wahr ist, echt ist. Aber in dem Zusammenhang formen sich ja nun seit einiger Zeit Gruppierungen, Menschen finden sich alleine schon unter dem Verständnis, was in diesem Land läuft und alleine unter der Offensichtlichkeit dieses Zustandes der politischen Führungslosigkeit. So in the past, a lot of groups have started to emerge about people who have got a common understanding of what's going on in Germany right now and also on the political level. They've got a common sense. Das ist eine Gruppe innerhalb der Gesellschaft der Deutschen. This is a group within the German society Die wieder alte Traditionen lebt. which starts to live out the old traditions once again. Es sind alles alte Leute. And you know, this group, they consists of only old people. Denen automatisch das Vertrauen gegeben wird. And the people put their trust automatically into these people. Older Und die people. alten Leute haben die Erfahrung aus 60, 70, 80 Jahren dieser Angst. And these old people, they have been experiencing this issue of fear for 60, 70 or even 80 years. Also ich bin schon jetzt 75 Jahre lang jedes Jahr gestorben. So I've been dying for the past 75 years every year. Immer war irgendein Schwert über mir und ich musste ja. There was always a sword over my head and I always had to duck and hide. Das wird langweilig. But that gets boring. Und deshalb habe ich schon seit 40, 50 Jahren keine Angst mehr. And that's why if you experience this fear every day, I've lost my sense of fear at least 40 or 50 years ago.
Obwohl ich damals nicht an Gott geglaubt habe, sondern an mich. Although in the back old days, I didn't believe in God, I just believed in myself. Aber die Masse unserer heutigen Gesellschaft, But ja, the majority of the people today, the mass, die hat den Kopf voller dieser Themen aus dem Fernseher. their head is full of the issues that they get from the media, from the TV. Sie passen genau auf, dass alles bio ist und sauber ist und nicht mit Glyphosphat und das Ozon müssen wir schützen. Und They're so particular. Everything has to be organic, and they think about the ozone layers, and they're very particular about natural products. So that's the things that they're focusing on. Und dann jagen sie sich mit Begeisterung ein Gencocktail ins Blut. And then with a great deal of enthusiasm, they take one of these genetic cocktails and pump it into their body. Beides ist Manipulation durch die Regierung. Both issues are highly manipulative and issued by the government. Sie gehorchen dem System der sauberen Welt They obey the system of the clean world. und sie gehorchen dem Befehl, du musst dich jetzt hier bedienen am Cocktail. And they also obey the command, you have to take this genetic cocktail. Sie wachen nicht auf. And they're not waking up. Da gibt's in eurem Land, in Pennsylvania, glaube ich, die Christen dort, die Urchristen. Die gibt's das nicht. You know, you've got the old Christian people in your country, in Pennsylvania. They don't even think about stuff like this. Die wissen, dass ihr Getreide CO2 braucht. They know that cereal, for example, needs CO2. Und sie wissen, dass der entscheidet, wann du gehst. And they know exactly that he up there decides when it's time to leave. Das finde ich an den Muslimen im Allgemeinen besser verbreitet. Die glauben Allah. You know, and I think that the Muslims, they've got a better belief. They believe in Allah. Bei uns ist der Gottesglaube weg. And we have lost our belief in God. It's gone. Interessant ist aber der Effekt zu sehen, dass die Menschen, die beginnen, einen Erkenntnisprozess durchzumachen, die anfangen sich zu entwickeln, diese Aspekte des Lebens, insbesondere das mit sich selbst beschäftigen, die Liebe zu sich selbst und die Liebe zu Gott, sehr wohl in sich erkennen. Es steckt irgendwie in uns. You know, the interesting thing about what we're going through right now is that the people who are waking up, they're discovering their self-love, and they're discovering something which is deep inside of love at all. It gets them thinking, the process that we're just experiencing. Es ist eigenartigerweise bei fast allen mehr oder weniger derselbe Prozess, der sich beschäftigt mit dem inneren Selbst, mit Gott, mit der Gesundheit und mit der Familie. So the people are dealing with the inner self, with God, health, and with family issues. And this is all because of the situation they're in right now. It gets their mind thinking. It gets their mind working. So haben wir also schon einen Prozess, der genau das sichtbar macht, dass etwas in uns steckt, was, wenn es freigesetzt wird, all diese Aspekte beinhaltet, die es für unsere Freiheit braucht. So that means that this process, which is just happening, reveals that we have everything we need right inside of us, because we can see the things that we need due to this procedure, because they're being revealed, made transparent. Du hast das Wichtigste vergessen. You've forgotten the most important? Wald. Geh in den Wald. Forest. Just go into the forest. Dann bist du bei Gott. Then you will meet God there. Ja, jetzt kannst du weiter. Okay, you can keep on. Well, ein großes Problem, was wir haben, ist, so wie wir Deutschen sind, wir brauchen unbedingt für alles Regeln. Yeah, one thing, the problem with us Germans is we need regulations, law, order for everything. Und so beruft sich jeder auf irgendetwas in dem Glauben,
dass darin sein persönliches Heil und auch die Grundlage aller möglichen Streitsituationen liegen, so wie wir sie im Moment haben, dass anstatt, dass sich die Deutschen finden, man dieses oder jenes hervorholt und gegeneinander spielt mit diesen Regeln. So instead of uniting and coming together, the Germans prefer looking at the rules and regulations and how to battle it out with each other. Was machen wir mit den regelverliebten Deutschen unter diesem Aspekt? What can we do with these Germans who are so infatuated with law and order? Well, one, Hayo brought out that almost all the public information that Germans are able to get, whether it's in the media or even in the schools, much of it is a diversion to truth. Und Hayo sagt es ja schon, die meisten Informationen, die es gibt in den Medien, die man draußen finden kann, ist eine Ableitung eine Ablenkung der Wahrheit. Entspricht nicht der Wahrheit. Very few places in Germany where a German family can go and find balanced truth about almost anything. It's not there for them. Also es gibt wenige Orte, wo eine deutsche Familie heutzutage hingehen kann und eine ausgeglichene Wahrheit finden kann. Das ist heute fast mit Menschen unmöglich. So this leaves most Germans searching somewhere else to find a better place, a better world. Und deswegen befinden sich die meisten Deutschen auf eine Suche woanders hin, um eine bessere Welt zu finden, um Lösungen, um Antworten zu finden. And I think that that's why we have an overemphasis on rules and regulations and too much control in Germany. Deswegen gibt es diese Überbetonung für Gesetze und Regulierung und deswegen gibt es auch zu viel Kontrolle in Deutschland. Germans are the best thinking people on earth. Die Deutschen sind die besten Denker der Welt. When they're Germans. Wenn sie in ihrem Deutschsein sich befinden. When they're off balance and confused and can't find the truth. Wenn sie nicht im Gleichgewicht sind, wenn sie verwirrt sind, wenn sie die Wahrheit nicht finden können. Then they're more willing to accept excess controls on their lives. Dann sind sie eher dazu bereit, eine große Kontrolle ihres Lebens zu akzeptieren, das zu dulden. If Germans will relax and be simply who they were created to be, that's all that's necessary. Wenn der Deutsche einfach nur entspannen würde, wenn der Deutsche einfach nur der sein würde, zu dem ihn der Schöpfer gemacht hat, nur das. And Hayo is right. Within each German is all that they will need. Und Hayo hat absolut recht. In jedem Deutschen steckt genau das, was er oder sie braucht. But that's not available to them now. Aber das steht ihnen jetzt nicht zur Verfügung. Germans live in an artificial world. Die Deutschen leben in einer künstlichen Welt. In a world that's heavily controlled. Und in einer stark kontrollierten Welt. So they don't have the freedom of thought and the freedom of questioning. So haben sie nicht mal die Freiheit, selbstständig zu denken oder überhaupt Fragen zu entwickeln, zu stellen. And certainly in Germany today, it is much, much better for you to be an anti-German. Und heute ist es in Deutschland viel, viel einfacher, wenn man anti-deutsch ist. If you are proud of being German or proud of anything about Germanness, immediately you're under suspicion. Und wenn du heutzutage stolz bist oder stolz überhaupt bist, ein Deutscher zu sein, dann steigt sofort Misstrauen auf. And so that's the opposite of freedom. Und das ist natürlich komplett das Gegenteil der Freiheit. Naturally, rules, regulations, controls, they now become the thinking process. Und diese ganzen Regularien, diese Kontrolle, daraus entwickelt sich jetzt der Gedankenprozess. Nicht ablenken, unsere junge Dolmetscherin. So, jetzt habe ich wieder was. When Germans are free, wenn die Deutschen frei sind and when they feel free, und wenn sie sich auch frei fühlen, then creativity and many other good things will begin to flow from them. Dann kommt automatisch
die Kreativität und viele gute Dinge aus ihnen heraus. Es steigt dann empor. And a wonderful thing Germans have going for them Und eine wundervolle Sache, die noch jetzt für die Deutschen ist, is that the German heart has never changed. It has never changed throughout millennia and millennia. und das Schöne daran ist, das deutsche Herz hat sich über die Jahrtausende nie verändert. Ist gleich geblieben. It is always warm, open, and generous. That's the German heart. Es ist stets warm, offen und großzügig. Das ist das deutsche Herz. It's only when they have to pretend to be somebody else that the heart becomes closed. Nur wenn sie sich verstellen müssen, aus irgendwelchen Gründen, dann verschließt sich ihr Herz. That's the mentality that has to change. Und genau diese Geisteshaltung muss verändert werden. Germans are the last people on earth who need to be controlled. Die Deutschen sind die allerletzten auf Erden, die kontrolliert werden müssen. Germans are self-controlled. Die Deutschen können sich selbst gut regulieren und kontrollieren, When they are German. wenn sie ihr Deutschsein voll ausleben. Das war wichtig. That was important. Es ist der Begriff der Freiheit gefallen. Viele Menschen hoffen und schauen, dass ihnen diese Freiheit hingestellt wird, dass sie von außen kommt. You know, we just talked about the term freedom. Most of the people expect that somebody comes up and says, here, listen, this is your freedom, that somebody does it for them. Und so schauen viele nach Amerika, schauen viele auf Trump und schauen viele auf die Truppen, die auf deutschem oder europäischem Boden stationiert sind und erhoffen sich dort irgendeine Art von Hilfe und Unterstützung. And that's why the German people are looking at America, at Trump, and they're looking at the troops which are placed there, and they hope that this will be a form of support for the Germans, that they get help from them. Yes, I hear this almost every day in almost every meeting. Ja, das höre ich immer wieder, jeden Tag und bei jedem Vortrag. And I understand why Germans are looking for help from outside. Und ich verstehe die Gründe auch, weswegen die Deutschen um Hilfe wünschen oder sich erhoffen von außen. But that help from outside is not coming. Aber diese Hilfe von außen wird nicht kommen. Freedom has to come from Germans taking responsibility for their own nation. Die Freiheit entsteht dadurch, dass die Deutschen die Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Land. And no one's going to help them. Und niemand wird ihnen beiseite stehen. This is how they will grow strong again Und dadurch werden sie wieder in ihre eigene Kraft gelangen and find the unity that they need und die Einheit wieder bilden, die sie so dringend brauchen, to keep their nation free and sovereign in the future. damit das Land auch in Zukunft frei und souverän bleibt. Die gleiche Aussage habe ich auch von Seiten des Militärs und auch von Seiten der Russen. I have the same statement from the military and from the Russian people. I've heard the same. Es ist wirklich erforderlich, dass die Leute begreifen, sie müssen selbst Verantwortung tragen. It's really important for the people to start to develop their own responsibility, take over responsibility for their own lives. Das Einzige, was ich an Zusagen gehört habe, es wird nicht zugelassen, dass hier Blut fließt. One thing that I heard from the statements is that there will be no blood. Ansonsten müssen wir es selber lösen. Otherwise, we would have to solve it by ourselves. Es bleibt ja auch festzustellen, dass Freiheit, wenn sie manifestiert werden soll, niemals geschenkt werden kann, weil damit der Wert der Freiheit nicht erkannt wird und die Fähigkeit, diese Freiheit aufrechtzuerhalten, ja gar nicht gegeben sein kann. You know, peace, freedom can only be realized if it doesn't come from the outside. It's an internal thing that when you have to do it by yourself. And it can't also be given to you as a present.
a German word that I like is Nachhaltigkeit, the idea of something being sustainable. Eins meiner Lieblingswörter im Deutschen ist das Wort Nachhaltigkeit, dass etwas also langlebig ist. And for the new Germany to sustain and to be strong and to be growing and healthy, it has to come up from the German people. It has to come from within. Und damit das neue Deutschland groß und stark wird, dann muss dieser Veränderungsprozess, diese Veränderung aus der deutschen Energie entspringen, damit es auch stabil ist, auch langfristig stabil. Der wichtige Umstand, den ja auch Bismarck schon beschrieb zum Thema der Deutschen und der Beziehung zu den Russen, den hast du ja schon abgeklopft in der Form, dass diese deutsch-russische Seele Gott sei Dank sehr wohl noch fassbar ist. Sie ist da, diese deutsch-russische Freundschaft. You already talked recently about something Bismarck said about the German-Russian friendship or the German-Russian soul. Ja, ich muss das allgemeiner fassen. I have to talk in general. Die Deutschen und die Slawen sind ein Volk. The Germans and the Slavic people are one So, people. Ich denke aber auch, dass die Franzosen auch Deutsche sind. But I also believe that the French have German origins and the Italians. Italiener, die im Balkan, wenn sie nicht so vermischt sind, okay. And the people also in the Balkan, if they're not too mixed. Aber die Russen wissen das Gleiche, was du gesagt hast. But the Russians know exactly what you just said. Ohne uns sind sie nicht in der Lage, ihr Land stabil zu halten. Without us, they're not capable of affecting stability in their country. Das ist nicht überheblich, sondern wir wissen alle, dass die Deutschen überhaupt nicht oben an Macht oder irgendwas denken. Sie denken, Ordnung, schön machen, noch was hübscher und das könnte noch ein bisschen besser sein. And this is not a feeling of being superior towards others. It's just this German trait that they want to look into order, that things are orderly. They're not interested in the power aspect. Du hast das an Stalin gesehen, ne? Hat die Wolga-Deutschen einfach umgesiedelt. War alles in Ordnung, schönes Land. You know what Stalin did with the Volga Germans. They displaced them. He took them from one place to another and they created a nice country. Und dann kamen Russen rein. And then the Russians invaded. In das Fertige. In this completed country. Und nach 10 Jahren gab es nichts mehr zu essen. And 10 years later, there was no more food. Und sie wurden umgesiedelt nach Kasachstan. Then they were displaced to Kazakhstan. In 2 Jahren war ein Paradies. And in 2 years, there was all of a sudden a paradise. Und das wissen die Russen. Sie sind genial. And the Russians are really genius. They know that exactly. Aber fürs Leben brauchen sie die deutsche Seele. But for life, they need the German soul. Und ihr müsst es doch wissen, ihr seid 60 Millionen Deutschstämmige in Amerika. And you guys must know this. There are about 60 million people in America with German origin. Sind das noch Deutsche? Are these really still Germans? No, I'm afraid they're not. Leider nicht. There may be a few in Milwaukee and a few in Pennsylvania and a few in northern Indiana, but very, very few. Also es gibt wenige in Milwaukee, vielleicht ein paar in Pennsylvania, in northern, what? In northern Indiana. Im nördlichen Indiana gibt's auch noch ein paar. I think it's ironic that both in World War I and World War II, the American elite fighting units. Also es ist im Prinzip ganz ironisch. Die in Weltkrieg 1 und 2 haben die amerikanischen Kampfeinheiten were disproportionately of German background. Hatten zum größten Teil deutschen Ursprungs. Es ist so ironisch, die Tatsache. And yet they fought very hard against the German armies. Und dennoch haben sie enorme Kampfleistung gebracht gegen die deutschen Armeen.
there's something about the American dream or the American way that causes people to become new very quickly. Es gibt irgendwas an diesem amerikanischen Traum, an dieser amerikanischen Lebensweise, was Menschen dazu führt, sich sehr schnell zu verändern. So you're right. We have over 60 million people with pure German names and German heritage. Du hast vollkommen recht. Wir haben also über 60 Millionen Menschen mit ganz astreinen deutschen Namen und deutschen Wurzeln. Most of those people have no sense of what their heritage was and no feeling for what it is that makes a German German. They've lost it completely. Aber sie haben keinen Sinn für ihre Wurzeln. Die wissen gar nicht, was es bedeutet, was einen Deutschen ausmacht. Die haben das komplett vergessen. But there is no doubt that America was built from nothing to greatness, mostly on German systems, German labor, and German industry. Aber man muss auf jeden Fall betonen, dass Amerika von null auf etwas gewachsen ist, basierend auf die deutschen Systeme, deutsche Erfahrung und deutsches Wissen. That was a major part of our growth history. So kam es überhaupt zustande, dass Amerika so schnell gewachsen ist, geschichtlich betrachtet. Das ist die Situation 2 Tage vor der Bundestagswahl in Deutschland. So this is the situation we're facing 2 days before the election, federal election in Germany. In der fähige Führer dieses Landes darauf warten, mit einem Kreuzchen das Land führen zu dürfen. In which a lot of really good leadership are waiting to get the acknowledgement to govern this country. Aber ich denke, es ist deutlich zu spüren für alle die das können und die in dieser Situation stecken, dass Entscheidendes passiert in diesem Land und dass Veränderungen im Raum stehen, die groß und immanent sind. Okay, but everybody can tell that there's a lot of change going on in this country right now, and these changes that are going to be affected are of eminent great importance. Von der ist es ganz großartig gewesen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, genau zu diesem Tag vor diesem besagten Wochenende, dass es zu diesem Gespräch kommen konnte zwischen William Toel, der den Deutschen ihre Stärke zurückgeben will. And for that reason, we are deeply appreciating that you have found the time to come over here, that the two of you had the opportunity to speak with each other about the situation right now. Und Hans-Joachim Müller als einer von denen, die in diesem Land wirken, um am Ende ein Ergebnis herzustellen, wie wir es uns alle wünschen, nämlich dass die Deutschen wieder frei sind. And Hans-Joachim, on the other hand, both of you are contributing to something that all of us want, and that is freedom for Germany, for the Germans. Und ich denke, das beste Bild, was wir dazu brauchen, ist ein Handschlag von beiden, denn das letzte Gespräch fand ja im Internet statt und einen Handschlag gab es nur mit Nullen und Einsen. And I think the one nice thing to summarize this meeting today would be a handshake between both gentlemen, because the last interview was made on the internet and that wasn't possible. Gut. Ein Amerikaner in Paris. An American in Paris. In klein Paris. A small Paris. Thank you, sir. Vielen, vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, um das hier möglich zu machen. Danke, William Toel. Yes, thank you. Thank you much. Und danke, Hans-Joachim Müller. Namaste. Danke fürs Zuschauen.